Wenn du ein richtig gutes Brot haben möchtest, dann gehst du am besten zum Bäcker. Wenn es mal richtig schnell gehen muss und dein Brot trotzdem lecker sein soll, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du in 5 Minuten ein Brot zubereitet hast, das hinterher auch noch richtig lecker ist. Ich habe hier 8 Gramm Trockenhefe und die gebe ich auf 350 Milliliter warmes Wasser. Einrühren und zur Seite stellen. Hier habe ich 500 Gramm Mehl. Ihr nehmt am besten 550er Weizen oder 630er Dinkelmehl. 1,5 Teelöffel Salz. Jetzt verrühre ich nochmal mein Wasser mit der Hefe und das gebe ich auf mein Mehl. Das verrühre ich jetzt mit einem Löffel. Das war's auch schon. Mein Teig ist durchgemischt und der kommt jetzt in meine Backform. Ich streue hier ein bisschen Mehl oben drauf, das sieht einfach schöner aus. Das kommt jetzt in den kalten Backofen und die Temperatur stelle ich dann auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Darin backe ich das Brot dann für etwa 45 Minuten. So, wenn ihr sicher sein wollt, ob euer Brot durchgebacken ist, dann stecht ihr da mit so einem Thermometer rein. Und wenn die Temperatur zwischen 95 und 100 Grad steigt, dann ist das Brot durch. Wir haben hier 97, 98, 99, das ist definitiv durch. Schaut euch das schöne Brot mal an. Sieht das nicht klasse aus? Und jetzt schaut mal von unten. Super, gefällt mir richtig gut. Und das sieht nun wirklich nicht aus wie ein Brot, das man gar nicht hat gehen lassen. Aber das Wichtigste ist ja, wie das von innen aussieht. Mega knusprig. Boah, und ist das zart von innen. Schaut mal. Also wirklich ein richtig schönes Brot. Und wenn ihr wie ich jemand seid, der an einem Sonntagnachmittag feststellt, ups, es ist kein Brot mehr im Haus, dann ist das auf jeden Fall eine super Alternative. Sonntagnachmittag, Teig anmischen, in den Ofen schmeißen und ihr habt ein richtig leckeres Brot. Ihr könnt das natürlich nicht mit einem Brot vom Bäcker vergleichen, aber das ist eine super schnelle Alternative, die dazu auch noch richtig lecker ist. Schaut mal, auch hier wieder ein butterzartes Brot. Wenn euch das Brot gefällt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Seht ihr das genauso wie ich? Ein Brot muss nicht immer 8 Stunden gehen, 3 Stunden geknetet werden, um lecker zu sein. Manchmal reicht auch ein Brot anzumischen, in den Ofen zu schmeißen und zu backen. So wie hier in dem Fall. So, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann vergesst nicht auf den Button zu drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, passt auf euch auf.